Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Heute habe ich ein sehr interessantes Video für euch. Auf der einen Seite, die UEFA hat Gianluca Prestiani gesperrt. Der Argentinier wird morgen nicht im Santiago Bernabéu gegen Real Madrid sperren. Warum das so ist, wie lange er gesperrt ist, die Hintergründe, all das erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Wenn wir schon mal bei der UEFA sind, die hat auch eine Entscheidung im Fall Fede Valverde getroffen. Ich erinnere daran, Benfica wollte, dass Fede Valverde gesperrt wird. Die UEFA hat ihre Antwort gegeben. Ja, und als wenn wir in den letzten Tagen und Wochen nicht genug das Thema Rassismus auf diesem Kanal oder in der Welt des Fußballs gehabt hätten, ja, Dienhausen hat seinen eigenen Rassismus-Skandal. Und Real Madrid musste sich in seinem Namen entschuldigen. Auf diesem Kanal wird nichts versteckt, auch da nicht. Was da los ist, erfahrt ihr natürlich auch in diesem Video. Und zu guter Letzt habe ich ein wunderschönes Video für euch von Toni Kroos. Ich kann euch versprechen, Gänsehaut. Also, ich sage einfach mal, viel Spaß beim Video. Ja, lasst mich dieses Video mit einer ganz kurzen Information zu unserer Nachwuchsabteilung starten. Morgen ist nicht nur das Rückspiel zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon. Natürlich wird es ein Watchalong geben. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Ich freue mich natürlich auf jeden einzelnen von euch. Aber auch unsere A-Jugend, unsere Nachwuchsabteilung spielt morgen ihr Achtelfinale der Youth League gegen Chelsea. Im Alfredo Di Stefano ab 16 Uhr übertragen von Real Madrid TV. Also wer das Spiel schauen möchte, ab 16 Uhr auf Real Madrid TV. Ich drücke unseren Jungs natürlich die Daumen. Wird aber ein sehr, sehr schweres Spiel. Ja, wie dem auch sei, kommen wir jetzt zu den Erwachsenen, zur ersten Mannschaft von Real Madrid. Ja, und fangen wir direkt mit dem schwersten Thema an. Dienhausen hat einen rassistischen Skandal und das geht so weit, dass Real Madrid sich in seinem Namen entschuldigen muss. Ja, damit ihr wisst, über was ich rede, lesen wir uns mal diese Information zusammen durch. Real Madrid veröffentlicht eine Entschuldigung von Hausen nach einem als rassistisch eingestuften Beitrag. Der Verein veröffentlichte eine Nachricht im chinesischen sozialen Netzwerk Weibo, die eine Entschuldigung enthielt, die seinem Verteidiger Dienhausen zugeschrieben wird. Real Madrid veröffentlichte auf dem chinesischen sozialen Netzwerk Weibo eine Nachricht mit einer Entschuldigung, die ihrem Verteidiger Dienhausen zugeschrieben wird. Nachdem die Wiederveröffentlichung von Inhalten auf dem Instagram-Account des Spielers, die als beleidigend gegenüber asiatischen Bürgern angesehenen Kommentare enthielt, für Kontroverse gesorgt hat. Ich entschuldige mich aufrichtig bei meinen chinesischen Freunden. Ich habe zuvor unbeabsichtigt Inhalte weitergeleitet, die beleidigende Nachrichten enthielten. Es war absolut unbeabsichtigt und ich bedauere den dadurch verursachten Kummer, heißt es in der Erklärung, die Real Madrid von wenigen Stunden auf der genannten Plattform in chinesischer Sprache veröffentlichte. Ja, und ich habe lange mit mir gekämpft, ob ich euch überhaupt dieses Bild zeigen soll oder nicht, aber um meinen Standpunkt zu diesem ganzen Fall zu erklären, möchte ich euch das Bild einblenden. So, ihr seht, das ist der Reshare von Dienhausen. Und es ist vielleicht auch wichtig, dass es der einzige Reshare ist. Ich muss in diesem Fall auf der einen Seite, ich versuche wie gesagt immer ehrlich auf diesem Kanal zu sein und ich möchte euch meine ehrliche Meinung sagen. Rassismus hat keinen Platz auf dieser Welt, auch nicht für Spieler von Real Madrid. Und ich finde, Real Madrid hat hier einen Fehler gemacht. Ich erkläre euch auch auf welchen Fehler. Trotz alledem möchte ich meine Meinung zu Dienhausen äußern. Ein Gianluca Prestiani, als er Vinicius Junior beleidigt hat, wusste er, hier sind hunderte Kameras auf mich gerichtet und er hat sich das Shirt über den Mund getan, damit keiner sieht, was er sagt. Ein Dienhausen weiß, dass er über 5 Millionen Follower auf Instagram hat. Ich glaube nicht, dass er einen rassistischen Beitrag reshared mit Absicht, wenn er doch weiß, dass das über 5 Millionen Menschen sehen. Er selber sagt auch, das ist unbeabsichtigt. Ich habe mir mal 2, 3 Kommentare durchgelesen. Ich habe die für euch mal hier aufgestellt, weil ich die ähnlich sehe. Nämlich
Dieser Instagram-Weiterleit-Button ist echt zum Kotzen, kann leicht beim Scrollen falsch angeklickt werden, aber ich bin mir sicher, die Reaktion wird abgewogen und ruhig sein, da war ein bisschen Ironie mit drin. Die Tatsache, dass es buchstäblich sein einziger Reshare ist, unterstützt das auch. Ja, also, Rassismus hat keinen Platz. Trotz alledem ist es was anderes, als wenn ein Spieler offensichtlich zu einem hingeht und im Gedanken sagt, ich werde ihn jetzt rassistisch beleidigen, ich mache mir jetzt mein T-Shirt über den Mund, als so ein Reshare. Es ist der einzige Reshare, seit er Instagram hat. Für mich sieht das nach einem Unfall aus. Weil ich kann auch einfach nicht glauben, dass in der heutigen Zeit, selbst wenn er rassistisch wäre, ich weiß es nicht, ich kenne Dienhausen privat nicht, aber selbst wenn er es wäre, glaube ich nicht, dass er so dumm wäre und das so öffentlich darstellen würde. Trotz alledem hat Real Madrid meiner Meinung nach einen Fehler gemacht. Erstens, es geht nicht nur gegen Chinesen, es geht gegen jeden Asiaten. Viele Asiaten fühlten sich da beleidigt. Zum anderen gibt es Chinesen und Asiaten auf der gesamten Welt. Du kannst das nicht nur in China auf Chinesisch posten, damit das nur da die Leute mitbekommen. Ich finde, vielleicht möchte Real Madrid nicht den Skandal von Vini ablenken oder vermischen damit. Trotzdem finde ich, Real Madrid hätte das auf ihrer offiziellen Website machen müssen, damit Menschen auf der ganzen Welt das lesen. Das ist meine persönliche Meinung, wobei ich trotzdem eher glaube, dass das ein Unfall von Dienhausen war. Abgesehen davon, ob er wirklich Rassist ist oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ich hoffe natürlich nicht. Ja, das ist der Fall um Dienhausen. Ich wollte euch da aufklären. Ja, bleiben wir mal direkt bei rassistischen Vorfällen. Kommen wir jetzt zum Fall Gianluca Prestiani. Die UEFA hat gestern ein öffentliches Statement gemacht. Und bevor ich euch jetzt langweile und euch das öffentliche Statement der UEFA vorlese, hören wir uns das hier zusammen einmal an. Das ist keine Strafe, sondern eine Suspendierung, eine vorläufige Suspendierung. Wir erklären jetzt mal die technische Nuance. Wir betonen, es ist keine Strafe, sondern eine vorläufige Suspendierung. Die Suspendierung gilt erstmal nur für das Spiel am Mittwoch im Bernabeu und die UEFA spricht von einer immer mutmaßlichen Verletzung von Artikel 14, der die Bestrafung von diskriminierendem Verhalten aufgrund von Hautfarbe, Rasse, Religion, ethnischer Herkunft, Geschlecht oder sexueller Orientierung vorsieht. Davon, wir betonen es, spricht dieser Artikel 14, gegen den Prestiani, der Benfica-Spieler, mutmaßlich verstoßen hat. Diese Entscheidung, und hier kommt die Nuance, erfolgt unbeschadet dessen, was passieren kann, wenn die Akte geschlossen wird, wenn die Untersuchung abgeschlossen ist. Das heißt, sobald sie abgeschlossen ist, wird Prestiani sicher nicht im Bernabeu spielen, da es zeitlich sehr schwierig ist, dass der Einspruch von Benfica Erfolg hat. Prestiani könnte freigesprochen werden, wenn die Untersuchung abgeschlossen ist. Er könnte bestraft werden oder die Untersuchung könnte zu den Akten gelegt werden, also dass gar nichts passiert. Das sind die 3 Dinge, die passieren könnten. Wir betonen Freispruch, Bestrafung oder dass die Untersuchung eingestellt wird. Man muss bedenken, Juanma, dass Prestiani bereits vor dem Ermittler ausgesagt hat. Prestiani hat diese rassistische Beleidigung bestritten, aber mehrere Medien berichten, dass er eine andere Bezeichnung zugegeben hätte. Wir betonen, gegenüber der UEFA hat Prestiani gesagt, dass er Vinicius nicht rassistisch beleidigt hat, aber mehrere Medien deuten an, dass er eine andere Bezeichnung zugegeben hätte. Mit dieser Maßnahme verhindert die UEFA also, dass am Mittwoch im Bernabeu das mutmaßliche Opfer auf den mutmaßlichen Täter trifft. Klar. Ja, ihr habt es also gehört. Die UEFA wollte nicht diese Bilder, die wir damals bei Trabzonspor gegen Fenerbahce, glaube ich, gesehen haben, wo der Emre quer über den Platz getreten wurde von seinen ganzen Gegenspielern, weil er davor den Spieler von Trabzonspor angeblich oder anscheinend rassistisch beleidigt hatte. Ja, wie dem auch sei, die UEFA wollte nicht, dass da noch mehr Hitze in diesem Spiel ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass kein Spieler von Real Madrid Prestiani die Hand gegeben hätte. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ein Vini mit Sicherheit, wenn er mal die Chance gehabt hätte, dem einen bösen Tritt verpasst hätte. Am Ende holt sich Vini noch eine rote Karte ab oder ein Trent, ein Dani Carvajal, wer auch immer gegen Prestiani spielt, dass der dem mal einfach eine mitgibt. Aus Wut hätte passieren können. Und ich glaube, die UEFA wollte diesen ganzen Skandal nicht und hat deshalb eine salomonische Lösung gefunden. Und zwar, die können ihn natürlich noch nicht komplett sperren,
weil die Ermittlungen laufen noch. Aber die Ermittlungen haben so viele Indizien gezeigt, dass die UEFA davon ausgeht, doch, da ist was passiert. Außerdem hatte ich euch ja schon gesagt, er hatte selber schon seine Aussage getätigt und hatte da zugegeben, das Wort Madi gesagt zu haben. Ja, und deshalb anscheinend sieht der Inspekteur der UEFA genügend Indizien. Für diejenigen, die sich jetzt sagen, aber wie kann das sein? Der kann doch nicht ohne Beweise gesperrt werden. Hören wir uns mal dieses Video zusammen an. Wurde Prestiani ohne Beweise verurteilt? Prestiani wurde vorläufig gesperrt. Das ist die Neuigkeit der UEFA vor dem Spiel gegen Real Madrid im Bernabeu. Es gibt eine vorläufige Sperre von einem Spiel für Prestiani. Anscheinend hat er gegen Regel 14 der Champions League Statuten verstoßen. Aber es gibt einen sehr wichtigen Begriff, nämlich prima facie. Ein Rechtskonzept, nach dem man jemanden aufgrund erster Beweise oder Indizien bestrafen kann. Es ist kein Urteil nötig, damit, wie der Begriff prima facie sagt, also auf den ersten Blick der Spieler bestraft wird. Er ist noch nicht schuldig, aber es gibt durchaus stichhaltige Argumente, ihn zu sanktionieren. Schuldig oder nicht, das wird sich zeigen, wenn alle Seiten gehört wurden, eine genauere Analyse vorliegt und es schließlich ein endgültiges Urteil gibt. Es ist nicht das erste Mal, dass die UEFA so etwas Ähnliches macht. Das passierte schon 2021 mit Glenn Kamara. Du bist ein Affe. Du bist ein Affe, weißt du. Er wurde ebenfalls von einem anderen Spieler rassistisch beleidigt. Der Fall wurde von der UEFA untersucht und es gab eine prima facie Entscheidung, um den tschechischen Spieler zu sperren. Ja, also für die Zweifler noch einmal, es gibt in der Justiz diesen Begriff prima facie, der genau für solche Fälle da ist. Auf den ersten Blick gibt es genügend Indizien. Das ist übrigens auch so ein Mythos, den ich immer wieder im Internet lese. Ich weiß nicht, woher die Leute das nehmen. Und noch mehr ihr Selbstvertrauen, das dann öffentlich zu posten. Immer dieses, ohne Beweise gibt es keine Strafe. Das ist Quatsch. Also es gibt in Deutschland und überall auf der Welt mehr als genügend Indizienprozesse. Wenn du Indizien hast, brauchst du nicht unbedingt den ultimativen Beweis. Also es gibt mehr als genügend Leute, die wegen Indizien im Gefängnis sind. Ja, und das ist auch so. Ich habe mal das Beispiel gesagt, wenn da jemand aus einem Wald kommt mit einem blutverschmierten Messer in der Hand, wenn die ganzen Klamotten voller Blut sind, da liegt im Wald eine Leiche, die voller DNA und Speichel und Fingerabdrücke von dem Typen mit dem Messer in der Hand ist und da ist meilenweit kein anderer und die Leiche ist gerade mal 5 Minuten alt, ja, dann hast du vielleicht nicht gesehen, wie der das gemacht hat, aber du hast mehr als genügend Indizien dafür, dass der das war. Ja, also, das ist, ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus möchte, ja. Die UEFA hat also eine salomonische Lösung gefunden. Die wussten, wir können den noch nicht endgültig sperren, aber da wird wahrscheinlich eine Sperre kommen. Weiß Gott, vielleicht wird er auch im Nachhinein freigesprochen. Ich kann es mir allerdings nicht vorstellen. Dafür ist der Fall zu groß. Ich glaube, jeder große Trainer musste da schon ein kleines Statement zu machen. Der wird auf jeden Fall eine Strafe bekommen. Ja, was sage ich dazu? Ein Teil von mir hat sich, bin ich ganz ehrlich, hat sich so Bilder wie damals Trabzonspor gegen Fenerbahce gewünscht. Ein Teil von mir hätte sich gewünscht, dass der 90 Minuten durch die Hölle muss im Santiago Bernabeu. Aber ein anderer Teil, wie gesagt, im Endeffekt, wenn du mit einem kühlen Kopf da rangehst, du möchtest ja auch nicht, dass am Ende Spieler von dir gesperrt werden und dann in der nächsten K.O.-Runde gegen wahrscheinlich Manchester City oder Sporting Lissabon, was auch immer, dass die dann fehlen wegen so einem Typen. Also, ich finde, die UEFA hat da eine gute Regelung gefunden. Ja, wenn wir schon mal bei der UEFA sind, die UEFA musste auch eine Regelung finden im Fall Fede Valverde. Ich hatte euch erzählt, die Benfica Lissabon wollte so nachtreten und sagen, hier, Fede Valverde hat unseren Spieler geschlagen, der soll auch gesperrt werden. Hören wir uns mal an, was die UEFA da entschieden hat. Keine Sanktion für Valverde. Benficas Beschwerde wurde abgewiesen. Der Verein forderte eine Bestrafung für Valverdes Schlag gegen Dahl. Die UEFA griff nicht ein und bestätigte die Schiedsrichterentscheidung. Valverde bleibt unbestraft. Ja, und auch da hat die UEFA quasi das Richtige gemacht. Die wollen sich diese Probleme doch nicht antun. Überlegt doch einmal, wenn die UEFA anfangen würde, Schiedsrichterentscheidungen, solche Spiele vom grünen Tisch nachzupfeifen.
ja, dann wären die am nächsten Tag, könnten die gar nicht atmen voller Arbeit. Dann würde jede Fußballmannschaft solche Entscheidungen raussuchen, die der Schiedsrichter und der VAR übersehen hat. Davon gibt es immer noch jedes Spiel genügend, würden die da hinschicken, um den Gegner bestrafen zu lassen. Die UEFA käme gar nicht mehr aus dem Chaos raus. Du kannst vom grünen Tisch solche Entscheidungen nicht nachpfeifen. Es ist also auch da, hat die UEFA den Weg des geringsten Widerstandes genommen. Ich glaube, die UEFA wollte einfach nicht in Zukunft jeden Tag das Chaos haben, dass tausende Vereine denen Bilder und Videos schicken und die alles, jede einzelne Aktion nachentscheiden müssen. Also, was uns Madridistas interessiert, Fede Valverde ist nicht gesperrt. Trotzdem, ich kann die Wut von dem Fede Valverde nachvollziehen. Sowas hat aber auch auf dem Fußballplatz nichts zu suchen. Fede, bitte, beruhig dich, irgendwann wirst du deshalb bestraft und dann fehlst du uns in den entscheidenden Spielen. Ja, das war eine ganze Menge Informationen zu Dienhausen, zu Prestiani, zu Fede Valverde. Aber ich habe euch gestern ein Lächeln am Ende des Videos ins Gesicht getrieben. Zumindest haben mir das einige in den Kommentaren bestätigt. Und heute versuche ich genau das Gleiche. Denn Toni Kroos, eine der größten Legenden von Real Madrid, war gestern wieder in Valdebebas als Trainer. Aber nicht von Real Madrid. Schaut euch diesen wunderschönen Artikel von Real Madrid TV zusammen einmal an. Eine ganz besondere Rückkehr. Toni Kroos, die Legende von Real Madrid, kehrte in sein altes Zuhause zurück. Das wird sich nie ändern und es wird hier immer etwas Besonderes sein, weil ich schließlich viele Jahre lang jeden Tag hier trainiert habe. Jetzt ist es anders, aber genauso schön, weißt du. Hier zu sein wird sich immer wie zu Hause anfühlen. Eine besondere und zugleich andere Rückkehr. Ich glaube, ich bin zum ersten Mal als Gast hier, oder? Mit meinem Team, aber das habe ich gar nicht so gespürt. So. Diese Zuneigung für diesen Verein werde ich immer haben und ich denke, das weiß jeder. Er kam mit den Kindern seiner Akademie zu einem Spiel gegen die F-Jugend von Real Madrid. Das ist Toni Kroos in seiner Rolle als Trainer. Diese Passlinie hier und wenn wir den Pass nach außen zulassen, haben wir Zeit zum Pressen. Wenn wir hier zu spät kommen, dann wird es gefährlich, aber wenn es dort ist, passiert nichts. Es ist sehr schön, mit diesen Kindern zu arbeiten, denn sie kommen jeden Tag mit größter Begeisterung, um zu lernen und zuzuhören. Ich bin glücklich mit meinem Leben, neuen Leben. Er sagt uns, wir sollen das Spielfeld im Blick haben, den Kopf heben und immer auf das Spielgeschehen achten. Das Madrid-Gehen ist immer präsent und nun gibt Kroos all diese Werte an seine Spieler weiter. Wenn man eine Gruppe will, die gut funktioniert, kann ich aus Erfahrung sagen, dass viele Werte wichtig sind, wie Respekt vor allen Teamkollegen, natürlich die Entscheidungen der Trainer zu respektieren und der Umgang untereinander, was sehr wichtig ist, um eine Einheit zu bilden. Es geht auch um Werte wie Wettbewerb und den Siegeswillen. Ist jemand von euch sehr müde und braucht eine kleine Pause? Das wollte ich hören. So endete ein für alle Beteiligten einzigartiges Erlebnis. Ihr habt da einen Spielzug mit Doppelpässen gemacht, so und so, wirklich sehr gut gemacht. An einem Tag voller Wiedersehen wollte Courtois das Spiel nicht verpassen und bei der Gelegenheit seinen Ex-Kollegen grüßen. Ein emotionaler Tag auch für die Kleinsten. Und wer ist dein Idol? Courtois, Und warum magst du ihn so sehr? weil er einfach so aus dem Nichts diese Wahnsinnsparaden macht. Ein Tag, den weder die Großen noch die Kleinen vergessen werden. Ja, was für schöne Bilder. Toni Kroos, irgendwie kann ich mir den auch irgendwann als Erwachsenentrainer vorstellen. Ich glaube, er persönlich möchte sich den Stress gar nicht antun. Der Typ hat so eine Aura, so eine Easy mit den Kindern, der bringt denen was bei. Ja, und ich glaube, es gibt in der Welt des Fußballs kaum einen, der Kindern mehr beibringen kann als ein Toni Kroos. Toni Kroos, ich nenne dieses Beispiel immer wieder, der hatte nicht die körperlichen Voraussetzungen, um der beste Fußballer der Welt zu sein. Der war nicht der schnellste, nicht der stärkste, hatte nicht die größte Technik, hatte nicht den besten Abschluss oder was auch immer. Und trotzdem einer der besten Mittelfeldspieler aller Zeiten geworden.
Es ist unglaublich, was er aus seinem fußballerischen Know-how gemacht hat. Ja, wir vermissen ihn bis heute noch und viele Fußballer versuchen, die Fußstapfen von Toni Kroos zu füllen und das ist quasi unmöglich. Ja, ich bin gespannt, was ihr zu dem Video zu Toni Kroos sagt, was ihr zu der Entscheidung der UEFA sagt, rund um Pietrani und auch um Valverde. Und ich bin auch mal wirklich zu eurer Meinung im Fall Dienhausen gespannt. Sehe ich das falsch? Seht ihr das genauso? Lasst eure Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liked dieses Video, teilt dieses Video, hypen, hypen, hypen. Wer noch kein Follow da gelassen hat, bitte macht das. Wie gesagt, wir sind auf dem Endspurt zu den 25.000. Ich würde mich riesig freuen. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid!